Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Ich habe heute ein sehr interessantes Video für euch. Allerdings auch ein Video, das wieder einmal beweist, dieser Verein, Real Madrid, ist zurzeit dysfunktional auf allen Ebenen. Wir unterhalten uns über Kylian Mbappé, denn anscheinend gab es da von Seiten von Real Madrid eine Fehldiagnose an seinem Knie. Dann unterhalten wir uns allerdings auch über das Spiel von morgen. Morgen muss Real Madrid Spieler mal schauen, ob wir genügend Spieler auf den Platz bekommen. Wir unterhalten uns über Mastantuono. Wir unterhalten uns über das nächste Krisengespräch bei Real Madrid in der Kabine und. Wie ihr hört, es wird auf jeden Fall ein vollgepacktes Video. Viel Spaß dabei. Ja, lasst mich dieses Video positiv starten mit zwei positiven Informationen. Positiv Nummer 1, ich gratuliere natürlich Real Sociedad auch zum Einzug ins Pokalfinale. Gewinnen genau wie im Hinspiel auch 1:0 im Rückspiel gegen Athletic Bilbao und treffen in Sevilla auf Atletico Madrid. Dort drücke ich Ihnen natürlich beide Daumen. Ja, kommen wir zur zweiten guten Nachricht. Ihr habt gestern auf meine Bitten reagiert. Ihr seht, meine Followerzahlen sind fast da. Ein kleiner Endspurt und wir haben die 25.000 erreicht. Solltest du also diesen Kanal ab und an mal schauen, wäre es nett, wenn du auf Follow drücken könntest. Ja, und damit hören jetzt die guten Nachrichten auch schon auf. Ja, unsere Jungs bereiten sich, ihr seht es, ich lasse es parallel laufen, auf das Spiel morgen Abend gegen Celta Vigo vor. Viele Madridistas sagen, die Saison ist gelaufen, Barcelona ist jetzt schon Meister. Arbeloa hatte in der Pressekonferenz gesagt, es gibt noch 36 Punkte, um die gekämpft werden muss. Und einige Madridistas denken, wenn wir gegen Celta Vigo gewinnen, das wird sehr, sehr schwer. Die haben von ihren letzten 5 Spielen 4 gewonnen. So war das. Ich hatte mich gestern vertan. Also Celta Vigo kommt auf jeden Fall in einer guten Form. Sollte Real Madrid dieses Spiel gewinnen, wären wir nur noch einen Punkt hinter den FC Barcelona. Ich persönlich kann mich noch nicht von einem Titelkampf überzeugen. Mich hat diese Mannschaft zu sehr enttäuscht. Ja, damit wir überhaupt einen Einblick haben, wer schafft es überhaupt? Kriegen wir überhaupt 11 Mann zusammen? Hören wir uns die Informationen von La Coppe an und hört ganz genau hin. Denn da wird auch über die Diagnose von Kylian Mbappé geredet. Und ich bin fassungslos. Ab dem kommenden Freitag mindestens mit 8 bestätigten Ausfällen, die auf 10 oder 11 ansteigen könnten. Es wird erwartet, dass Asensio, der heute einen Schritt nach vorne gemacht hat und das Training praktisch komplett absolviert hat, sich von dieser Halsverstauchung erholt und zusammen mit Rüdiger in der Innenverteidigung spielen kann. Aber Militao ist verletzt, Havertz ist gesperrt und Alaba hat Wadenprobleme. Und außerdem sollte man nicht vergessen, dass auch Carreras gesperrt ist und dass Militao, Ceballos und natürlich Rodrigo weiterhin ausfallen werden. Ebenso wie Mbappé und Bellingham. Ich hebe die letzten beiden für den Schluss auf, weil der Verein zugegeben hat, dass sie sich von externen Ärzten in ihren Herkunftsländern behandeln lassen. Im Fall von Mbappé ist das Bertrand Sonnery-Coté, ein auf Knie spezialisierter Traumatologe, der zum Beispiel Ibrahimovic operiert hat und auch Benzema und Neymar behandelt hat. Er hat eine lange Liste von Fußballern, sogar bedeutenden Skifahrern, die er behandelt hat. Und die offizielle Version des Vereins besagt, dass es Nick selbst ist, der Leiter der medizinischen Abteilung von Real Madrid, der diese Termine für die Spieler organisiert. Die Informationen, die wir haben, besagen, dass das in manchen Fällen so sein kann. Zum Beispiel hat er den Haarriss im Schienbein von Asensio behandelt, wodurch sich Asensio in den letzten Spielen vor diesem Schlag auf den Nacken verbessert hat. Aber zum Beispiel im Fall von Mbappé ist die Information, die wir haben, dass die ursprüngliche Diagnose falsch war und dass sich Mbappé deshalb geärgert hat, zumal es ihm auch nicht besser ging und er sich deshalb eine zweite Meinung eingeholt hat. Mal sehen, wie sich die Entwicklung beim Franzosen gestaltet. Ich glaube, dass er am kommenden Mittwoch im Hinspiel gegen Manchester City nicht spielen kann. Wir werden sehen, ob er es schafft, beim Rückspiel in Manchester dabei zu sein. Und dieses Gefühl herrscht auch ein wenig in der Kabine, dass es für Mbappé und Bellingham schwierig wird, bei der K.O.-Runde gegen City dabei zu sein. Ja, arbeiten wir dieses Video mal Stück für Stück auf. Fangen wir an
bis jetzt schon 8 bestätigte Ausfälle. Es könnten bis zu 11 Ausfälle werden, je nachdem, wie sich die Spieler bis morgen Abend erholen. Jetzt gleich ist die Pressekonferenz von dem Arbeloa. Mal schauen, ob er schon irgendwelche Informationen preisgibt. Ich glaube nicht. Ein Asensio sollte vielleicht doch noch spielen, obwohl er Schmerzen hat, ja, bis es wieder daneben geht, und dann haben wir das nächste große Problem. Tatsache ist, so wie es aussieht, mindestens 8 bis zu 11 Verletzten bei Real Madrid. Laut Marca könnte Lamine Fati, der Innenverteidiger von Real Madrid Castilla, nominiert werden. Vielleicht spielt er sogar. Ihr wisst, ein Joan Martinez ist verletzt, hatte ich euch berichtet, der fällt noch ein paar Wochen aus. Der Junge hat auch einfach kein Glück. Immer wenn er eine Chance bei der ersten Mannschaft kriegen könnte, fällt er aus. In diesem Fall, laut Marca, Lamine Fati könnte im Kader sein. Wie ich Real Madrid kenne, erfahren wir den Kader wahrscheinlich morgen erst mittags. Real Madrid hält das ja zurzeit immer weit zurück. Und jetzt kommen wir zum zweiten und entscheidenden Teil. Ja, es soll eine Fehldiagnose gegeben haben von den Teamärzten von Real Madrid am Knie von Kylian Mbappé. Der Franzose, natürlich sauer, seine Schmerzen gingen nicht weg, hat sich eine andere Lösung gesucht, ist zu dem Kniespezialisten in Frankreich gereist. Ja, und ich kann in diesem Fall Kylian Mbappé zu 100% verstehen. Und das macht jetzt noch mehr Sinn, dass ein Bellingham in London sich behandeln lässt. Real Madrid verkauft es jetzt so nach dem Motto, die wussten Bescheid, der Teamarzt Mihic hat den Spielern gesagt, sucht euch da Spezialisten. Naja, ich glaube persönlich, Real Madrid versucht nur das Gesicht zu wahren und dass da ein kompletter Bruch ist zwischen der Mannschaft und dem Ärzteteam und damit auch zwischen dem Vorstand von Real Madrid. Das sind aber nur Vermutungen. Allerdings sieht es tatsächlich danach aus. Ja, Kylian Mbappé hat seinerseits aber auch sich nicht mit Ruhm bekleckert, denn laut L'Équipe kam heraus, der Franzose war feiern, während Real Madrid gegen Getafe gespielt hat. Während Real Madrid die Meisterschaft gegen Getafe meiner Meinung nach verspielt hat, ist Kylian Mbappé das Gesicht von Real Madrid, das Gesicht dieses Projekts, lieber mit Hakimi und anderen Freunden in Frankreich einen trinken. Ja, auch wieder einmal der Beweis, wie gesagt, dieser Verein ist auf allen Ebenen dysfunktional. Wie kannst du als Spieler von Real Madrid, wie gesagt, als der wichtigste Spieler, so eine Außendarstellung für Real Madrid geben? In dieser Saison, wenn wir im Pokal im Finale wären, in der Champions League weiter wären, wenn wir Tabellenerster wären, ja, alles klar, Bruder, dann geh feiern. Aber wie kannst du, wo alles drunter und drüber läuft, wo wir gegen den Zweitligisten verloren haben, wir hatten das letzte Spiel in Osasuna verloren, das wusstest du. Wir hatten den ersten Tabellenplatz abgegeben und du gehst lieber feiern. Meine Güte, wenn du in Paris bist, wegen deinem Knie, habe ich Verständnis, dann trifft dich mit Hakimi, spielt Playsy, was weiß ich, ladet euch Freunde in eine von euren Häusern ein, ihr werdet da schon Methoden finden. Ja, aber das ist genau das, was ich gestern oder vorgestern in meinem Video gesagt habe. Während du und ich wegen diesem Verein leiden, den Spielern ist das egal. Denen ist das egal. Die haben ihr privates Leben. Für die ist Fußball ein Job. Also zumindest vermittelt mir die Mannschaft diesen Eindruck. Ja, wer mir auch keinen guten Eindruck vermittelt hat, ich muss zum nächsten Thema, weil sonst platzt dieses Video tatsächlich aus allen Nähten, ist ein Franco Mastantuono. Der Argentinier, vielleicht habe ich letztens ein bisschen überreagiert, weil ich sehr sauer war, aber hatte mal wieder gegen Getafe auch keinen guten Auftritt. Er kriegt nach einigen Wochen eine Chance und holt sich eine rote Karte ab. Ja, wobei ich den Argentinier da auch ein bisschen in Schutz nehmen werde, aber die Strafe steht fest. Wie lange fällt der Argentinier aus? Jetzt, wo wir eh keine Leute haben, lesen wir uns das zusammen einmal durch. Das Komitee bestraft Mastantuono mit einer Sperre von 2 Spielen wegen seiner Respektlosigkeit gegenüber der Schiedsrichter. Der Platzverweis gegen Getafe wurde von Wettbewerbsausschluss mit einer Sperre von 2 Spielen geahndet. In seinem Spielbericht vermerkte der Schiedsrichter, dass der argentinische Spieler ihn mit den Worten „Was für eine Schande, was für eine verdammte Schande" angesprochen hatte. Gemäß Artikel 124 ist dies wegen respektlos oder verächtlichen Verhaltens mit einer Sperre von 2 Spielen belegt. Was? Ich habe Videos gesehen, wie Rafinha den Schiedsrichter von 1 Meter angeschrien hat. Was für eine Schande, was für Idioten ihr seid, alles Mögliche. Und Franco Mastantuono
Leute, fußballerisch läuft es bei dem Jungen nicht. Fußballerisch hat er uns alle, glaube ich, noch nicht überzeugt. Es ist noch nicht der Transfer, den wir sehen wollten. Ich habe letztens überreagiert, wir müssen dem Jungen noch ein bisschen Zeit lassen. Ich verstehe, was ihr gesagt habt, tut mir leid. Aber da muss ich ihn mal in Schutz nehmen. Wegen was für eine Schande, meine Güte. Ich dachte, der hätte seine Mutter beleidigt. Naja, meiner Meinung nach total übertrieben. Trotzdem fällt der Argentinier 2 Wochen aus. Kann man nichts mehr dran ändern. Ja, und wieder einmal der nächste Beweis. Bei Real Madrid läuft diese Saison wirklich alles schief. Und der größte Fehler von allen, meiner Meinung nach, und das Real Madrid hat eine Menge Fehler in dieser Saison gemacht, der größte von allen war, Xabi Alonso zu entlassen. Meine Worte damals waren, glaube ich, die Saison ist hiermit vorbei. So sehe ich das immer noch. Xabi Alonso, als der Vorstand sich entschieden hat, ich stärke lieber den Spielern den Rücken als unserem Trainer, war für Real Madrid für mich, ja, wie ich es jetzt schon einige Male gesagt habe, kein funktionierender Verein mehr. Sobald du die Hierarchie in der Kabine so kaputt machst, welcher Trainer soll diese Mannschaft denn noch übernehmen? Arbeloa hat es auf die nette, freundliche Art versucht. Er hat versucht, der Kumpel der Spieler zu werden. Vini, du bist der Größte, Mbappé ist der Größte, Bellingham ist der Größte, alle sind die Größten, alle müssen immer spielen. Ja, und wenn es drauf ankommt, wenn sie zeigen müssen, was sie drauf haben, hat man gegen Getafe gesehen, da kommt nichts. Ja, und im Laufe dieser Recherche hat man mir, auch einer von euch, danke dafür, diese Statistiken gezeigt. Xabi Alonso hatte bei Real Madrid in 28 Spielen 5 Niederlagen. Gegen Atletico Madrid, gegen Liverpool, gegen Celta Vigo, morgen die Revanche, gegen Manchester City und gegen Barcelona. Also bis auf Celta Vigo sind das andere Mannschaften, gegen die man verlieren kann. Also auch absolute Top-Mannschaften. Ja, und darunter seht ihr, in 12 Spielen hat Arbeloa schon 4 Niederlagen. Das ist nicht mal die Hälfte der Spiele und der hat fast die Niederlagen schon eingeholt. Weiß Gott, was gegen Celta Vigo und Manchester City passiert, ob der den nicht schon überholt. Und das waren dann gegen Spiele wie Albacete, Benfica, Lissabon, Osasuna und Getafe. Und ich möchte jetzt keinen Disrespect an diese Mannschaften geben, aber das sind Mannschaften, gegen die ein Real Madrid nicht verlieren darf. Xabi Alonso hatte eine Niederlagenquote von unter 18%. Arbeloa ist bei über 33%. Also das war eure Lösung, Florentino Perez und Vorstand von Real Madrid, einen Xabi Alonso zu entlassen. Und ich sage nicht, dass unter Xabi Alonso alles super lief. Im Gegenteil, ich war sehr kritisch mit der Leistung der Mannschaft. Aber ich habe auch immer klar gesagt, positioniert euch klar hinter Xabi Alonso. Und dann werde ich lieber diese Saison Tabellen Dritter oder Vierter mit einem Xabi Alonso und mache eine Generalüberholung im Sommer, als eine Interimslösung und die Spieler denken, ich kann mir hier alles erlauben. Ja, Arbeloa hat versucht, hier drauf zu reagieren, auf die Niederlage gegen Osasuna und Getafe, und es gab die nächste Krisensitzung bei Real Madrid. Hören wir da zusammen einmal rein. Mich interessieren sehr die Treffen, von denen man gehört hat, zwischen Arbeloa und den Kapitänen sowie den Spielern. Konnten Sie etwas über den Inhalt dieser Treffen heute Morgen herausfinden? Nun, zum Inhalt bisher wenig, aber es scheint mir doch eine Meldung wert zu sein. Krisensitzung heute Morgen in Valdebebas nach den Ereignissen von gestern, der 2. Niederlage in Folge. Zuerst hat sich Álvaro Arbeloa heute Morgen in Valdebebas mit den Kapitänen getroffen und danach mit dem gesamten Kader inklusive des Trainerstabs. Es war eine längere Sitzung als üblich. Gestern sagte der Trainer vor den Mikrofonen noch, dass er seinen Spielern keinerlei Vorwürfe zu machen habe. Heute hat er sie um einen Sondereinsatz in dieser letzten Phase der Saison gebeten. Die Kabine gibt sich noch nicht geschlagen. Sie wissen, dass die Lage sehr heikel ist, aber wie gesagt, sie wollen die Sache zu Ende bringen. Ja, die nächste Krisensitzung in der Kabine. Er hat sich zuerst die Kapitäne geschnappt, danach mit der ganzen Mannschaft geredet und die gebeten, noch einmal alles zu geben. Also in welcher Parallelwelt lebe ich? In welcher Parallelwelt muss man seine Spieler darum bitten, alles zu geben? Und das sind Sachen, die gehen nicht in meinen Kopf rein. Das ist der Moment, wo Arbeloa, ihr kennt das Video von diesem türkischen Trainer in der Kabine, den allen eine Ohrfeige gibt. Also ich bin gegen Gewalt, aber es kann doch nicht wahr sein. Die Ansage vom Trainer von Real Madrid ist, ey bitte Leute, können wir nicht nochmal Vollgas geben?
Ich bin anscheinend nicht geschaffen, um Trainer von Real Madrid zu sein. Ich würde in dieser Kabine so eskalieren. Ich würde denen so die Leviten lesen und sagen, ihr spielt am Ende dieser Saison nie wieder ein Spiel für Real Madrid, wenn ihr euch nicht zerreißt. Ich möchte ein anderes Gesicht sehen. Ja, wie gesagt, das ist die Krisensitzung. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Warum bei Real Madrid keiner auf den Tisch schaut? Warum es keine Anführer in dieser Kabine gibt? Warum es keine Leader gibt? Ja, die Information hat uns Edu Aguirre von El Chiringuito gegeben. Hören wir da zusammen einmal rein. In der Kabine, so wurde mir erzählt, passiert das anscheinend in letzter Zeit tatsächlich öfter, wie ich gehört habe. Denn ich frage mich, gibt es niemanden, der mal laut wird? Gibt es keinen Anführer? Was passiert in dieser Kabine, in der Pause oder nach einer Niederlage? Und man sagt mir, dass dort viele Leute sehr dünnhäutig sind. Das heißt, wenn jemand mal laut wird oder wenn jemand einen anderen zurechtweist, ist derjenige beleidigt, schlägt zurück und es gibt Streit. Das ist zum Beispiel das, was Juanfe vor kurzem erzählt hat. Genau das passiert gerade. Ein Führungsspieler wird in der Kabine laut, hey, was ist hier los? Wir müssen das so machen und so weiter. Und sofort fliegen die Funken nach dem Motto, und was ist mit dir? Und das ist etwas, das wirklich besorgniserregend ist. Dass es in einer Kabine keine 2, 3 Anführer gibt, die in der Pause mal Tacheles reden können. Oder nach dem Spiel, damit der Rest sagt, okay, was können wir verbessern? Nein, es ist eher so, wenn du mir was vorwirfst, dann schlage ich zurück. Und es herrscht eine seltsame Spannung in der Kabine. Versteht ihr jetzt, warum ich sage, das ist ein Haufen verwöhnter Diven, verwöhnter Millionäre, denen Instagram wichtiger ist als Fußball? Die haben alle ein viel zu großes Ego. Da kann denen keiner etwas sagen. Denn sonst heißt es direkt, oh, du greifst mich persönlich an, was ist denn mit dir? Es ist der Klassiker, zu viele Köche, ja, versalzen die Suppe. Das ist das perfekte Beispiel. Es muss Hierarchien geben, auch in der Kabine. Und ein Dani Carvajal als Beispiel, von dem ich auch sehr enttäuscht bin, muss in der Kabine da alle mal zusammenstauchen. Oder ein Thibaut Courtois, ein Fede Valverde, Typen, die schon lange in der Kabine sind. Aber wenn du da verwöhnte Diven hast, die sich nichts sagen lassen, ja, dann hast du dieses Chaos auf dem Fußballplatz. Ja, ich bin fassungslos. Ich glaube, ihr versteht jetzt, warum ich sage, Real Madrid hat auf allen Ebenen Probleme. Es fing beim Vorstand an, als er den Spielern zu viel Macht gegeben hat. Bei der medizinischen Abteilung geht es weiter, die anscheinend alles sind außer gute Mediziner. Beim Trainerteam geht es weiter, der keine Autorität in der Kabine hat. Ja, und das schlimmste Übel liegt wahrscheinlich in der Kabine. Das sind verzogene Millionäre. Ja, und ich glaube, wenn du Real Madrid wirklich vernünftig restaurieren möchtest, musst du auf allen 4 Ebenen kritische Entscheidungen treffen. Ja, anscheinend möchte das Real Madrid auch machen. Die reden von dem Ende einer Ära. Aber dazu komme ich morgen in meinem Video. Auch das wird sehr interessant. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, unterstützt dieses Video mit einem Like, kommentiert, was ihr zu sagen habt zu diesem Video. Teilen, hypen etc. Denkt daran, die Follow-Taste zu klicken, heiß zu machen, dann schaffen wir die 25.000. Das wäre eine unglaubliche Freude für mich. Und ich würde vorschlagen, hoffentlich mit besseren Informationen sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!